Hallo, Heiko von Nefflums hier mit der zweiten Episode unserer DaVinci Resolve 14 Tutorial-Serie. Wie immer vorweg, ein riesen Dankeschön an unseren Sponsor Blackmagic Design, die uns hier tatkräftig unterstützt haben. Wir haben uns in der ersten Episode erstmal angeschaut, was eigentlich zum professionellen Color Graden alles dazugehört. Natürlich müsst ihr jetzt nicht so einen Aufwand bei euren eigenen Projekten betreiben. Wir werden im weiteren Verlauf der Serie bei den Panels uns auch nur noch auf das kleinere und erschwinglichere Resolve Micro Panel konzentrieren. Dazu kommen wir aber später, wenn es dann um das eigentliche Color Graden geht. Jetzt in dieser Episode geht es erstmal darum, den Einstieg in die Software zu finden. Also wie wir Resolve einrichten, wie wir ein neues Projekt anlegen. Und wir schauen uns natürlich an, wie wir unser Footage in Resolve importieren, beziehungsweise wie wir auch aus Adobe Premiere ein fertig geschnittenes Projekt aufbereiten und an Resolve übertragen können, um es dann dort im Endeffekt durchs Color Grading zu jagen. So, da sind wir jetzt auch schon direkt in der Software selber. Die Installation muss ich, glaube ich, nicht zeigen. Das ist ein ganz normaler Windows-Installer. Wenn ihr das Micro- oder Mini-Panel von Blackmagic Design habt, dann habt ihr im Prinzip auch gleichzeitig mit der Installation von DaVinci die Treiber für das Gerät. Das heißt, da gibt es keine extra Software, die ihr runterladen müsst. So, aber kommen wir jetzt erstmal zur Software selber. Ganz kurz noch ein paar Worte erstmal über diesen Button hier. Und zwar funktioniert DaVinci Resolve auf der Basis von Datenbanken. Und da gibt es zwei verschiedene. Ihr habt im Prinzip eine Disk-Database oder eine SQL-Database. Für uns hier ist aber nur die Disk-Database interessant. Ihr könnt hier unten jederzeit eine neue Datenbank anlegen. Das heißt, hier wählen wir im Prinzip, was wir haben wollen, Disk oder SQL, also in unserem Fall eine Disk. Dann vergeben wir hier einen Namen, wählen ein Unterverzeichnis aus, wo wir diese Datenbank speichern wollen. Und dann können wir im Prinzip auf Add klicken und hätten quasi eine neue Datenbank erzeugt. Wir können eine Datensicherung davon anlegen. Wir können eine gesicherte Datenbank hier über Restore wiederherstellen. Sollte dieses Panel hier nicht zu sehen sein bei euch, dann klickt einfach hier auf diesen Button. So, ich mache das jetzt mal zu, weil wir haben unsere Datenbank ja hier schon. Wenn wir also Unterordner erstellt haben, haben wir hier unten diese Struktur. Das ist quasi der eigentliche Homescreen, den ich jetzt eben nur ausspare wie in meinen anderen Projekten. Und hier seht ihr im Prinzip, wir sind jetzt in einem Unterordner namens DR14 Tutorial Projects. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und erstellen uns ein neues Projekt. Naheliegenderweise gehen wir natürlich entsprechend dann auf New Project. Vergeben jetzt einfach mal einen Namen. Create. So. Und wie ihr seht, springt Resolve jetzt auch direkt gleich in das eigentliche Programm. Wir fangen erstmal auf dem Media Tab an, denn darum geht es heute im Prinzip. Wenn wir hier unter Help gehen, gibt es hier nämlich so eine ganz nette kleine Einleitung. Welcome to DaVinci Resolve. Und wer noch gar keinen Überblick über Resolve bisher hatte und sich das mal von Blackmagic ein bisschen näher bringen lassen möchte, der kann hier die Welcome To mitmachen. Gut, ansonsten ganz wichtig, das DaVinci Resolve Reference Manual dringendst und wärmstens zu empfehlen. Dieses Handbuch wird also quasi ständig aktualisiert, deswegen lohnt es sich auch immer mal wieder reinzugucken. Bevor wir jetzt überhaupt anfangen, sollten wir uns erstmal die ganzen Projekteinstellungen anschauen. Die Einstellungen, die wir uns jetzt hier angucken, das sind jetzt quasi die Systemeinstellungen und die Benutzereinstellungen. Das heißt, alles, was ich hier ändere, ist quasi für Gesamt Resolve und für meine gesamten Projekte gültig. Wir fangen erstmal an, so wie es sich öffnet. Media Storage. Wir müssen hier im Prinzip etwas hinterlegen, um überhaupt hier was sehen zu können, um dann auch Footage zu importieren. So, ich hatte das hier auch schon mal für dieses Laufwerk gemacht, aber im Prinzip ist dieser Haken dafür verantwortlich, dass ich hier sowieso meine kompletten Laufwerke sehe und damit Zugriff auf alle meine Dateien auf allen Festplatten habe, die ich jetzt im System habe. So, dann haben wir Video and Audio Input-Output. Hier geht es jetzt darum, dass wir konfigurieren können, was wir im Prinzip an externe Hardware haben, die hier von DaVinci unterstützt wird. Hier seht ihr jetzt auch schon die Intensity Shuttle, die ich euch in der ersten Episode gezeigt habe, die an meinem PC jetzt mit USB 3.0 angeschlossen ist. Hier stelle ich das quasi ein, dass ich jetzt meinen Referenzmonitor an dieser Stelle benutzen möchte. Nicht unwichtig, Use System Audio Output, damit wir ganz normal nachher bei der Wiedergabe unserer Timelines eben auch unsere Audiodateien hören können. Control Panels. Hier seht ihr jetzt also auch schon DaVinci Resolve Micro Panel. Das ist im Prinzip das Panel, was wir hier gerade auf dem Tisch stehen haben, was jetzt angeschlossen ist. Das erkennt DaVinci auch entsprechend und das stellt ihr also dann entsprechend an dieser Stelle hier ein. So, damit kommen wir dann auch schon zum User Tab. Use Gray Background in Viewers. So habt ihr immer einen Unterschied zu schwarzen Balken im Video und dem Hintergrund der Software. So, kommen wir zum Speichern, also Autosave. Das heißt, wenn diese aktiviert ist, dann speichert DaVinci quasi konstant euer Projekt. Sobald ihr irgendwas im Projekt macht, speichert DaVinci diese Änderung.
So, hier im Prinzip können wir sehr viel der Standardeinstellungen von DaVinci für unseren Schnitt, unsere Bearbeitung und so einstellen. Eine Sache, die ich ganz wichtig finde, ist Create Smart Bin for Timelines. Das heißt also, wir kriegen hier automatisch unten in den Smart Bins haben wir jetzt im Prinzip gleich automatisch Timelines. Das heißt, jederzeit können wir hier im Media Pool auf Timelines klicken und kriegen dann hier im eigentlichen Media Pool im Prinzip nur unsere Timelines angezeigt und nicht unser einzelnes Footage. So, kommen wir zum Color Tab. Wie gesagt, eigentlich ist so ziemlich alles, was ihr hier seht, komplett Systemstandard. Ich habe hier also für meine Zwecke also auch nichts verstellen müssen. Hier ist auch nochmal der Punkt Control Panel. Hier könnt ihr im Prinzip jetzt einstellen die einzelnen Elemente eures Panels, das heißt die Ringe und die Bälle, wie empfindlich die reagieren. Wie ihr seht, ich habe das hier alles auf Standard und habe das für mich festgestellt, dass diese Settings mit dem Panel eigentlich sehr angenehm sind. Ich kann damit sehr präzise und kleine Korrekturen machen. Ich kann aber auch, wenn ich will, dadurch sehr schnelle, grobe Korrekturen machen. Das heißt also, für mich musste ich hier nichts verstellen. Das Mini-Panel verfügt ja über die 2 Screens und über diesen Punkt hier LCD Brightness könnt ihr im Prinzip die Helligkeit dieser Displays einstellen. Wie ihr seht, habe ich die fast ganz runtergedreht. Diese Settings gelten generell für alle Color Grading Panels, die ihr hier in Resolve benutzen könnt. So, jetzt haben wir hier das Keyboard Mapping. Das heißt also, hier könnt ihr eure Keyboard Shortcuts, also eure Tastaturbefehle entsprechend konfigurieren. Es gibt hier auch Presets, das heißt also, der Standard-Preset ist natürlich DaVinci Resolve selber. Wenn ihr hier Änderungen vorgenommen habt, könnt ihr euer Preset eben speichern und es jederzeit eben auch wieder importieren. Ihr habt die Möglichkeit, nach Befehlen zu suchen, das heißt, ihr gebt hier quasi einen Suchbegriff ein und ihr kriegt sofort alle Befehle angezeigt, die entsprechend eurem Suchbegriff sind. Seht dann auch hier gleich den Keyboard-Shortcut und könntet jetzt im Prinzip auch hier reingehen, das heißt, ihr könnt ihn rauslöschen, könnt dann hier einen neuen vergeben und wenn ihr wollt, das Ganze dann speichern. So, das war jetzt soweit unsere Settings, die wir jetzt hier einstellen können und die nicht auf unser eigentliches Projekt, was wir hier angelegt haben, jetzt bezogen sind. So, nachdem wir jetzt also unsere System-Settings und User-Settings alle festgelegt haben, können wir jetzt hier auf die Project-Settings, das kleine Zahnrad hier unten. Und hier seht ihr jetzt auch schon die entsprechenden Settings, die wir quasi für jedes Projekt, was wir bearbeiten, neu festlegen können. In den Master-Settings sehen wir jetzt schon, hier können wir im Prinzip jetzt die Auflösung für unsere Timeline bestimmen. Bei DaVinci ist es im Prinzip so, dass es auflösungsunabhängig arbeitet. Ihr habt zwar hier die Timeline-Auflösung festgelegt, wir könnten jetzt aber zum Beispiel auch ein 4K-Projekt bearbeiten und trotzdem nur in 1080 arbeiten. Es macht also für mich keinen Sinn, in mehr als Full HD zu arbeiten, selbst wenn ich 4K Color grade, weil ich kann es auf dem Referenzmonitor nicht angucken. Render trotzdem am Ende aber die volle 4K-Auflösung. Ich habe aber quasi nur Project-Settings für das gesamte Projekt. Das heißt also, ich kann hier nur einmalig die Framerate für die Timelines festlegen. Wenn ich jetzt hier die 24 drin habe, werden alle meine Timelines, die ich jetzt hier demnächst erstellen werde, 24 Bilder die Sekunde haben. So, jetzt im Punkt Video-Monitoring, da können wir im Prinzip jetzt bestimmen, wenn wir, so wie ich das hier habe, ein Referenzdisplay angeschlossen haben, wie wir das Signal quasi jetzt ausgeben. Das ist dann also im Prinzip das Preset, was ich benutze. Also entsprechend Full HD 1080p Preset mit der entsprechenden Framerate, die ich dann eben auch für meine Timelines benutze. So, dann haben wir noch den Punkt Data Levels. Mein Monitor ist so eingestellt, dass er Video erwartet und dementsprechend habe ich hier auch Video stehen. Was ich aber jetzt hier für mich noch ändere, ist die Video-Bit-Depth, die ich jetzt ausgebe. Mein Monitor unterstützt aber kein 10-Bit und dementsprechend gehe ich bei mir auf 8-Bit. Ich kann nicht mehr anzeigen. So, dann kommen wir zu dem Optimized Media. Das ist so eine Art Auto-Proxy-Funktion. Das heißt also, ihr könnt Proxy-Dateien von Resolve im Hintergrund erstellen lassen, während ihr quasi das Programm offen habt, aber vielleicht jetzt gerade nichts bearbeitet. Also das Programm hat quasi ressourcenfrei und kann dann eben aus eurem Footage Proxy-Dateien generieren, die für Resolve besser zu bearbeiten sind, als vielleicht das Format, was ihr gerade geladen habt. Das hat aber auch zur Folge, dass meistens diese Daten, die wir dadurch generieren, dass die massiv größer sind als die Original-Kameradaten, die wir eigentlich in das Programm geladen haben. Und wir können hier entsprechend bei der Resolution, also bei der Auflösung, können wir jetzt eben bestimmen, wenn wir diese Proxy-Dateien erstellen, ob wir die Originalauflösung beibehalten wollen oder um eben Performance und eben auch Speicherplatz zu sparen, können wir also auch entsprechend die Auflösung runterschrauben. So, kommen wir zum Image Scaling. Was ganz interessant ist, ist das Input Scaling. Hier sehen wir im Prinzip Mismatch Resolution Files. Das heißt also, wir haben jetzt in unserer Timeline Footage von verschiedenen Größen. Jetzt muss DaVinci halt wissen, wie wollen wir mit diesem Footage verfahren, wenn das Footage quasi nicht unserer Timeline entspricht.
Eingestellt ist jetzt Scale, Enter, Image to Fit. Wir haben natürlich sonst auch die Möglichkeit, dass wir es im Prinzip beschneiden. So, jetzt kommen wir noch zu einem sehr interessanten und vor allem wichtigen Punkt. Das ist das Color Management. Ich hatte ja in der letzten Episode schon erwähnt, dass wir uns in dieser Tutorial-Serie einzig und allein nur um den Rec 709 Farbraum kümmern werden. Wichtig ist, wenn ihr jetzt mit einem kalibrierten externen Monitor arbeitet, dann sollte dieser Monitor eben auch für 2,4 Gamma kalibriert sein. Mein Monitor ist farbkalibriert. Ich habe mir also so eine LUT-Datei erzeugt. Das ist im Prinzip der Punkt, wo wir einstellen, dass wir unser Referenzmonitor mit einer LUT-Datei betreiben wollen. So, hier Resolve. Hier sieht man auch, ich habe ihn quasi hier im Rec 709 Standard mit einem 2,4 Gamma Wert entsprechend kalibriert. So, das ist also meine Kalibrierungsdatei oder meine LUT für meinen Monitor. Und ganz wichtig ist, dass wir, nachdem wir diese Datei ausgewählt haben, müssen wir jeweils hier für diese beiden und für diese beiden explizit auswählen, dass wir keine LUT-Datei nutzen wollen. Dann werfen wir einen kurzen Blick in die generellen Optionen. Standard-Setting hier schon angehakt, sind die S-Curves für den Kontrast. Das kommt dann auch später noch, wenn wir beim Color Grain sind. So, im Camera Raw Tab können wir im Prinzip jetzt DaVinci sagen, wie wir mit RAW-Daten verschiedener Kameras umgehen wollen. Das heißt, wir können hier Standards festlegen, die für das gesamte Projekt gelten. Wenn wir jetzt also zum Beispiel Cinema DNG wählen, das Blackmagic-Format, dann können wir hier eine Voreinstellung treffen, in welcher Qualität wir quasi die RAW-Daten dekodieren wollen. Gehe ich hier auf Projekt-Settings, kann ich hier jetzt für das gesamte Projekt festlegen, wie die Blackmagic Camera Raw Daten im Prinzip verarbeitet werden sollen. Wir haben natürlich jederzeit die Möglichkeit für einzelne Footages dann trotzdem noch separate Einstellungen nachher im Color Tab vorzunehmen. Wir haben hier noch die Presets. Damit ist quasi gemeint, dass wir jetzt im Prinzip alles, was wir hier eingestellt haben, als Preset hier in der Liste speichern können. Und so kann man sich verschiedene Presets für verschiedene Szenarien anlegen, um dann entsprechend schnell quasi startklar zu sein und diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier durchgeackert haben, nicht nochmal machen zu müssen. So, jetzt wo wir Resolve soweit für unsere Zwecke konfiguriert haben, können wir auch unser Footage importieren. Achtet unbedingt darauf, dass sobald ihr jetzt Footage importiert, die Framerate von eurem Projekt eingeloggt wird. Dieses Setting lässt sich danach nicht mehr ändern. Das ist dann also im Prinzip eingeloggt und für das gesamte Projekt festgelegt. Egal wie viele Timelines in diesem Projekt ihr anlegt, die sind alle danach mit 25 Bildern die Sekunde. Das soll aber auch die einzig wirkliche Hürde sein. Ansonsten schauen wir uns jetzt mal an, wie wir unser Footage in Resolve importieren. Hier haben wir jetzt im Prinzip alle Möglichkeiten, unser Footage überhaupt in DaVinci zu laden. Wie ich ja schon erklärt habe, hier haben wir im Prinzip die Ordnerstruktur, wo wir unser Footage erstmal finden können. Das heißt also, wir können jetzt hier entsprechend reingehen, uns einen Unterordner suchen, wo unser Footage liegt und dann kriegen wir es in diesem Panel hier angezeigt. Hier rechts haben wir dann entsprechend den Metadata-Bereich. Also wenn wir hier einen Clip abspielen, um zu sehen, was das für ein Clip ist, sehen wir hier auch gleich, welche Audiospuren angesprochen werden. Wir können den Audio-Tab hier oben auch einfach ausblenden, wie man hier sieht. Das heißt, jetzt habe ich hier quasi das komplette Feld für die Metadaten. Ich kann auch natürlich auch Metadaten und Audio ausblenden. Dann kriege ich quasi hier eine größere Fläche für meinen Media Pool und für meinen Viewer. Dann haben wir im Prinzip hier unten die Favorites. Das heißt, ich kann mir Ordner, die ich ständig im Zugriff haben muss, wo ich Sachen finde, kann ich mir hier als Favorites ablegen. Hier seht ihr auch schon Sachen. Wir können uns aber eben auch jederzeit hier mit Rechtsklick und dann Add Bin einen neuen Ordner erstellen. Und jetzt würden wir Footage in den Ordner Test laden und nicht in die Masterdatei. So, ich würde sagen, um das jetzt einfach mal plastisch darzustellen, gehe ich jetzt einfach mal in meinen DaVinci 14 Tutorial Serienordner. Jetzt sehe ich im Prinzip mein Footage. Ihr seht auch, wenn ich hier mit der Maus einfach nur rüber gehe, ohne irgendwas zu klicken, dann sehe ich quasi diese kleinen Video-Thumbnail, der sich hier schon aktualisiert. Und ich kann im Prinzip einfach nur rüberfahren mit der Maus, ohne zu klicken und scrub quasi durch mein Footage und sehe gleich, was in dem Clip drin ist. So, und jetzt ist es im Prinzip einfach nur, dass wir sagen, ich möchte diese ganzen Takes alle haben und möchte daraus jetzt immer schneiden, dass ich mir die alle markiere und in meinen Media Pool reinziehe. Und schon seht ihr, habe ich meine Clips in diesem Media Pool hier drinne. Erst wenn ich sie hier reingezogen habe, sind sie in meinem Projekt eben auch verfügbar. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte diese beiden Takes zum Beispiel in meinen Ordner Test verschieben. Und könnte mein Footage entsprechend aufteilen. Das heißt, wenn ich hierauf gehe, habe ich meine 2 Takes eben in diesem Unterordner. Nachdem ich mein Footage hier reingezogen habe, klicke jetzt mal einen Clip an, dann sehen wir jetzt auch schon hier Informationen zu meinem Video. Das heißt, ich sehe jetzt eben, ich habe Full HD, ich habe 24 Bilder die Sekunde. Wenn ich jetzt auf meine Projekt-Settings gehe unter Master Settings und möchte jetzt die Timeline Framerate verstellen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Dieses Feld ist ausgegraut und ist für dieses Projekt nicht mehr zu ändern.
Ihr habt natürlich jederzeit die Möglichkeit, hier mit der Lupe nach entsprechenden Informationen zu suchen, um euer Footage zu filtern. Wenn ich jetzt also nach C0007 suche, dann würde ich im Prinzip hier nur dieses Footage angezeigt bekommen. In den Smart Bins können wir halt auch uns selbst neue Bins anlegen. Der Unterschied zu den normalen Ordnern, die wir hier anlegen können, ist im Prinzip, dass diese Smart Bins sich automatisch füllen, basierend auf Suchkriterien, wie wir das eben hier gesehen haben. Das heißt, ich kann jetzt so reingehen und sage Add Smart Bin. Und jetzt sage ich zum Beispiel mal, die Smart Bin nenne ich C0007. Und jetzt kann ich im Prinzip sagen, der Filename soll beinhalten C0007. Create Smart Bin. Und dieses Suchkriterium ist jetzt hier gespeichert. Das heißt, das muss ich mir jetzt nicht jedes Mal wieder aus den Fingern saugen hier oben, sondern ich kann jetzt automatisch sagen, okay, zeig mir jetzt einfach all mein Footage an mit dem Namen C0007. Aber auf diese Art und Weise können wir also ganz schnell in einem riesen Haufen von Footage eben genau das wiederfinden, was wir gerade suchen. Für unser Projekt hier haben wir verschiedene Charaktere gehabt. Eine Person in dieser Storyline ist die Susan. Das heißt, ich könnte mir jetzt also alle Clips, in der Charakter Susan vorkommt, markieren. Dann gehe ich hier bei Metadata auf diesen Dropdown, gehe auf Shot and Scene. Keyword ist Susan. Dann speichere ich diese Metadaten und jetzt könnte ich eben hier bei den Smart Bins eine neue Smart Bin eröffnen. Die nenne ich jetzt Character Susan. Dann können wir hier im Prinzip jetzt sagen Shot and Scene, Keywords, Contains Susan. Und das könnte ich jetzt im Prinzip für alle meine Charaktere in meinem Film so konfigurieren und kann so im Prinzip jederzeit auf die Schnelle all mein Footage von einem Charakter quasi auf einen Blick hier anzeigen lassen. Soweit so gut. Das heißt, wir haben jetzt unser Footage hier importiert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir denn jetzt überhaupt anfangen, irgendwie was zu schneiden? Wir haben ja hier unten den Edit-Tab. Wenn ich da reingehe, habe ich hier auch gleich irgendwie eine Timeline. Da ist natürlich jetzt noch nichts drin, aber wie ihr seht, hat sich das Footage, was wir importiert haben, direkt übertragen. Auch alle anderen Settings haben sich direkt übertragen. Das heißt, ich habe wieder meine Smart Bins hier unten. Ich habe hier meine Ordnerstruktur und hier habe ich mein Footage. Jetzt habe ich also die Möglichkeit und könnte im Prinzip reingehen, mir mein ganzes Footage schnappen und es quasi hier in diese Timeline reinziehen. Und wie ihr auch schon seht, hat sich hier jetzt automatisch eine Timeline 1 aufgetan, die es vorher nicht gegeben hat. Jetzt kommt noch zum Tragen, wenn wir jetzt in den Smart Bins gucken, haben wir unsere Timeline Smart Bin. Wenn ich die anklicke, haben wir jetzt Timeline 1, die wir gerade eben erstellt haben. So, wenn wir diese Timeline jetzt löschen wollen, können wir sie einfach anklicken, entfernen drücken, bestätigen. Wir haben ja unseren Viewer und wir können ja unser Footage hier im Prinzip schon mal vorab anschauen. Und wir können im Prinzip jetzt auch sagen, dass wir quasi hier einen In-Point und einen Out-Point bestimmen. Und wenn wir jetzt unser ganzes Footage markieren, können wir sagen Rechtsklick, New Timeline using Selected Clips. Und jetzt kriegen wir ein Pop-up und nun können wir auch selber den Namen unserer Timeline bestimmen. Das heißt, ich sage jetzt mal All My Footage. Was wichtig ist, wir haben jetzt ja im Prinzip für diesen Clip hier einen In-Point und einen Out-Point festgelegt. Das heißt, wir haben gesagt, das ist der Bereich, der für uns nur relevant ist. Deswegen setzen wir hier den Haken und sagen Create. Und jetzt können wir auch mal eben gucken, wenn wir jetzt hier mal eben nach rechts scrollen, dann sehen wir auch, dieser Clip hier ist jetzt im Prinzip auf den Bereich beschnitten worden, den wir vorher schon im Media Pool mit dem In- und Out-Point festgelegt haben. Wir können also im Prinzip im Media Pool für jeden unserer Clips schon eine Vorauswahl treffen über den Bereich, den wir im Prinzip nur in unsere Timeline importieren wollen. Wir können also auch, wenn wir wollen, wenn ich jetzt mal in diesen Überordner gehe, ich weiß, mein ganzes Footage ist jetzt hier in mehreren Unterordnern in dem Ordner My Footage, dann könnte ich mir jetzt auch einfach diesen Ordner nehmen und ihn hier direkt reinziehen. Alles, was ich im Vorfeld schon gemacht habe im Windows Explorer, wie auch immer meine Sortierung selbst war, außerhalb von DaVinci, kann ich mir das auch einfach mit Drag und Drop hier komplett reinziehen. Und ich habe meine Sortierung also schon gleich und muss es quasi nicht in DaVinci alles nochmal nachbauen. So, jetzt wisst ihr schon mal, wie ihr euer Footage in DaVinci Resolve importieren könnt. Sei es jetzt, um dann den kompletten Film in Resolve zu schneiden. Das bringt uns auch zum nächsten Punkt, und zwar wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie wir, wenn wir in Premiere schon eine fertige Sequenz haben, möchten den jetzt color graden. So, jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir jetzt die Daten im Endeffekt von Premiere an Resolve gesendet, um dann dort das Color Grading zu machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder in die Software und schauen uns alle Methoden mal an und ihr guckt im Endeffekt, was für euch nachher am besten funktioniert. Gehen wir mal jetzt in Adobe Premiere rein. Und hier habe ich jetzt im Prinzip eine Timeline, die Premiere schon mal irgendwie in irgendeiner Form geschnitten wurde. Das ist also eine kleine Szene. Hier haben wir Drohnen-Footage und dann von
verschiedenen Kameras Footage, das sich entsprechend auch überlagert. Wir haben hier eine Audiospur und einen Musiktrack. Die Audiospur ist quasi von einem externen Audiorekorder, weil wir den Ton geangelt haben, außerhalb der Kamera. So, die Frage ist natürlich jetzt, wie kriege ich jetzt diese Timeline an DaVinci Resolve übertragen? Dazu gibt es einen folgenden Weg. Wir gehen auf Datei, exportieren und dann wählen wir hier unten Final Cut Pro XML. So, der Dateiname ist quasi der gleiche wie die Timeline. Diese XML-Datei, die speichern wir jetzt. Jetzt kriegen wir hier so eine Übersetzungsberichtmeldung. Diese Meldung kriegt ihr aber jedes Mal. Die muss man halt einmal bestätigen. Und jetzt gehen wir zurück in DaVinci. Also ihr habt ja auch gemerkt, wir haben jetzt nichts gerendert in Premiere. Wir haben nichts anderes gemacht, als eine XML-Datei zu exportieren. Jetzt können wir einfach auf den Edit-Bereich gehen. Und jetzt machen wir hier quasi in dem Bereich im Media Pool einen Rechtsklick, wählen Timelines und dann gehen wir auf Import. Dort wählen wir dann hier AAF EDL XML. Und hier sehen wir jetzt auch die XML-Datei. Öffnen diese. Und jetzt kriegen wir hier quasi einen Import-Dialog. Ganz interessant ist da dann entsprechend, dass wir sagen Automatically Set Project Settings. Das heißt also, die XML-Datei soll vorgeben, was unsere Framerate ist und wie dieses Projekt angelegt ist. Dann soll er uns natürlich unser Material, was wir im Prinzip über die Timeline festgelegt haben, auch gleich importieren in den Media Pool. Da wir aber auf dem gleichen Rechner arbeiten, wie wir mit dem Premiere-Projekt gearbeitet haben, sollte das eigentlich funktionieren. Dann ist noch ganz interessant, ob er die Sizing Information übernehmen soll. Da kommen wir dann aber gleich zu. Und jetzt fragt er uns entsprechend, von wo wir jetzt quasi bei Mixed Frame Rates, welche Voreinstellungen wir wählen wollen. Und dann nehmen wir jetzt Resolve, klicken auf OK. Und wie wir sehen, tada, haben wir quasi jetzt hier unsere Timeline, so wie wir sie in Premiere auch hatten. Also höchstwahrscheinlich. Wir müssen halt nochmal gucken. Es kann eben sein, dass sich da einige Sachen jetzt eben nicht übertragen haben oder dass es Probleme gibt. So, jetzt sehen wir auch schon, dass wir ein Problem haben. Das Drohnen-Footage ist in 4K gedreht, also in UHD, wird jetzt aber hier quasi in der falschen Größe angezeigt. So, dann sehen wir hier, dass wir auch irgendwie ein Timing-Problem mit dem Clip haben. Und wir stellen fest, das ganze Footage ist quasi in der falschen Größe. Deswegen schauen wir nochmal in Premiere. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken, gehen wir mal auf das Drohnen-Footage und wir sehen, wir haben es in Premiere hier auf 50% skaliert. Premiere hat quasi die 50% auch in die XML-Datei geschrieben, also die Skalierung ist übernommen worden. Und Resolve hat im Prinzip das falsch interpretiert. Das heißt also, Resolve ist quasi davon ausgegangen, dass das Footage bei 100% formatfüllend die richtige Größe für unsere Timeline hat und hat es dann nochmal um 50% runterskaliert. Deswegen empfiehlt es sich bei dem XML-Workflow immer noch einen Referenzfilm aus Premiere auszurendern. Dazu gibt es dann noch entsprechend eine Möglichkeit. Das heißt, in Premiere würden wir jetzt unsere Timeline einmal komplett rausrendern. Gehen wir in den Export rein. So, Audio brauchen wir im Prinzip gar nicht dafür. Und gehen auf Exportieren und gehen in unseren Ordner rein. Und hier sehen wir jetzt, dass wir unsere Offline-Referenzclip haben. Den dürfen wir jetzt nicht einfach in den Media Pool ziehen, denn das ist jetzt ein Clip, den wir nicht bearbeiten wollen. Deswegen müssen wir hier jetzt rechts klicken und dann können wir hier sagen Add as Offline Reference Clip. Wenn wir das machen, wird er hinzugefügt. Um diesen Offline-Referenzclip jetzt aber nutzen zu können, müssen wir noch eine Sache machen. Wir müssen DaVinci noch sagen, für welche Timeline dieser Offline-Referenzclip gedacht ist. Das heißt, wir gehen jetzt auf unsere Timeline hier im Media Pool, machen einen Rechtsklick, gehen auf den Menüpunkt Timelines und sagen hier Link Offline Reference Clip und dann wird uns dieser Clip hier auch angezeigt. Das ist auch der einzige, den wir derzeit hier im Projekt haben. Dann können wir zurück in die Edit Page und hier in unserem Source Monitor haben wir hier unten dieses Dropdown, wo wir im Prinzip die Quelle wählen können. Und statt Source sagen wir jetzt Offline. So, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal das Ganze ab und dann sehen wir hier, was wir links quasi als Vorgabe aus Premiere haben. Das ist unser Offline-Referenzclip und rechts ist eben das, was DaVinci Resolve daraus gebaut hat. Und jetzt sehen wir schon, hier haben wir schon irgendein Problem. Der Clip rechts ist also völlig an der falschen Stelle.
abgesehen vom Scaling scheint es hier soweit okay zu sein. Also grundlegend hat das meiste erstmal funktioniert. Die Scaling-Geschichte ist eben ein Problem. Wie wir sehen, passt das hier auf jeden Fall nicht zueinander. Wir gehen mal in die Einstellung. Wir gehen auf Image Scaling. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir sagen Center Crop, No Resizing. Das heißt also, unser Footage ist im Zentrum und egal, ob es größer oder kleiner als die Timeline ist, es wird nicht resized. Das heißt, es behält seine Originalgröße bei. Gehen auf Save und siehe da, unser Footage passt wieder. Der Grund ist der, dass wir jetzt im Prinzip die gleiche Logik verfolgen wie Premiere. Das heißt also, in Premiere war das Footage zu groß und wir haben es auf 50% runterskaliert. Und wenn wir uns unser Footage jetzt angucken, ist es theoretisch in Resolve auch zu groß, aber wir haben es durch die Werte aus der XML-Datei auf 50% runterskaliert, also passt es wieder. Allerdings ist immer noch die Frage, warum jetzt dieser Clip hier gänzlich vom Timing her aus dem Ruder gelaufen ist. Wir könnten jetzt einfach überlegen, ob wir den Inhalt einfach verschieben, bis wir den Clip quasi inhaltlich so haben, wie er im Original war. Aber natürlich sollten wir nicht gezwungen sein, diesen Aufwand zu betreiben bei jedem einzelnen Problem, was wir haben. Aber auf der anderen Seite fällt genau das unter Conforming. Also, dass wir hier jetzt im Prinzip alles, so gut es geht, eben reproduzieren, nachbauen. Und das war eigentlich jetzt ein Paradebeispiel, dass dieser XML-Workflow eben auch sehr fehlerbehaftet ist. Das liegt einfach an dieser alten Art und Weise der Informationsübertragung, die eigentlich nicht mehr aktualisiert worden ist, während sich die ganzen Videoprogramme in den Jahren extrem weiterentwickelt haben. Es gibt einen grundlegenden Vorteil im XML-Workflow, wenn wir mit RAW-Footage arbeiten. Alle anderen Workflows, mit denen wir jetzt gleich arbeiten werden, bestehen im Prinzip darin, dass wir uns eine fertige Videodatei aus Premiere herausrendern. Wenn wir RAW-Footage in Premiere haben und wir rendern das einmal durch, dann hat Premiere im Prinzip schon eine Interpretation des Materials vorgenommen. Damit hat Resolve auch keinerlei Zugriff mehr auf die RAW-Daten und sämtliche RAW-Settings in Resolve sind dann auch nicht mehr verfügbar. Aber kommen wir jetzt erstmal zum zweiten Workflow. Dafür müssen wir aber im Prinzip jetzt in Premiere etwas rausrendern. Und zwar ist der beste Weg dafür, damit man sich quasi seine Sachen in Premiere jetzt hier nicht irgendwie zerschießt. Gehen wir auf unsere Timeline, duplizieren diese und öffnen dieses Projekt. So. Der Trick bei der EDL ist, dass ihr nur eine einzelne Videospur und eine einzelne Audiospur habt. Die Audiospuren sind für uns jetzt erstmal irrelevant, wenn wir sagen, wir wollen jetzt im Prinzip nur das Color Grading in Resolve machen und nicht unseren Film weiter bearbeiten, was Ton und sowas angeht. Da wir gleich einen fertigen Film rausrendern müssen, darf natürlich nichts im Video zu sehen sein, was uns beim Color Grading stört oder was wir nachher nicht mehr wegkriegen. Also ich schmeiße jetzt einfach mal alles, was ich nicht brauche, raus. Das heißt, die kann auch weg. Und jetzt geht es im Prinzip darum, dass wir von oben anfangen und von Videospur zu Videospur die Sachen runter reduzieren und alles darunter überschreiben. Das führt natürlich zu Problemen, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben an dieser Stelle Steuerung D, fügt eine weiche Blende hinzu. Das heißt, wir würden jetzt sagen, wir wollen von dem auf den Clip darunter überblenden. Sobald wir jetzt diese Datei runter reduzieren auf diese Datei, würde unsere Blende flöten gehen. Das heißt, wir spielen das Szenario jetzt mal durch. Ich nehme diese Datei in der Videospur, halte die Alt-Taste gedrückt, drücke Pfeil unten. Das heißt, jetzt verschiebe ich alles aus der Videospur nach unten. Das gleiche machen wir jetzt also für die nächste Videospur. Ich wähle alles aus. Ich halte die Alt-Taste gedrückt, drücke Pfeil unten und verschiebe quasi meine Geschichte auf Videospur 1. Jetzt gucken wir mal, was unsere Blende sagt. Jetzt sehen wir nämlich, jetzt haben wir schon das Problem, dass die Blende quasi auf schwarz überblendet und nicht auf den Clip darunter. Das heißt, diese Blende würde jetzt quasi keinen Sinn mehr geben und nicht funktionieren. Wir müssten sie also einmal entfernen, beide Clips markieren, Steuerung D drücken und eine neue Blende einbauen. So, jetzt müssen wir rendern, aber natürlich jetzt müssen wir darauf achten, dass wir in einem Format rendern, das im Prinzip uns die Qualität erhält. Also wir können jetzt hier nicht schummeln und irgendein kleines MP4 rausrendern, sondern wir müssen jetzt einen vernünftigen Codec finden, mit dem wir jetzt die restliche Zeit in Resolve arbeiten können. Ich nehme dafür dann den DNxHR bzw. DNxHD Codec. Wir können unter Video im Videocodec hier bestimmen 1080p DNxHD HQX in 10 Bit. Erst beim finalen Render ist es dann okay, wenn man dann quasi nachher einen 8-Bit MP4 Codec für YouTube benutzt.
Aber bis dahin wollen wir natürlich in der Signalkette, so gut es geht, eben unser Footage in der bestmöglichen Qualität erhalten. Und da wir jetzt eben einen Schritt haben, wo wir schon mal rendern müssen vom finalen Export, sollten wir uns natürlich einen Codec wählen, der uns da so viel Information wie möglich erhält. Klicken auf Exportieren. Und jetzt, wo wir unsere Datei generiert haben, können wir auch unsere EDL-Datei exportieren. Gehen wir auf Datei, Exportieren und dann EDL. Hier sehen wir jetzt auch schon im Prinzip, dass wir Video aus Video 1 exportieren wollen. Im Prinzip können wir alle Einstellungen so lassen, wie sie hier sind. Wir sagen hier auch Überblendung einschließen. Das heißt also, die EDL sagt DaVinci auch gleich, pass auf, an dieser Stelle ist eine Blende gesetzt. Klicken auf OK und speichern quasi jetzt unsere EDL. Jetzt zurück in DaVinci müssen wir quasi unser Footage importieren. Und wir haben hier unseren fertig gerenderten Film. Ich werde jetzt hier nochmal einen neuen Ordner erstellen. Den nenne ich EDL. Und jetzt werde ich mein Footage quasi in den EDL-Ordner ziehen. Klicke ich meinen Clip an, Rechtsklick, Timeline und jetzt sage ich Import Preconformed EDL und öffne die EDL-Datei, die wir eben aus Premiere exportiert haben. Und jetzt kommt der interessante Part. Wir haben ja hier jetzt Unterordner erstellt, denn DaVinci fragt jetzt nach, in welchem Ordner ist denn jetzt eigentlich das Footage, was du schneiden möchtest. Das heißt, wir haken erstmal alles ab und haken den Ordner mit der EDL an. Das heißt also, DaVinci soll nur hier reingucken und das, was er da drin findet, nehmen, um die Timeline quasi zu erstellen. Deswegen ist es immer eigentlich ganz schlau, wenn man für solche Workflows sich Unterordner schafft, die klar benannt sind und wir genau wissen, wo DaVinci wann was suchen soll. Dann auf OK klicken und jetzt haben wir wieder eine Timeline. Und wenn wir diese öffnen, sehen wir auf einmal, jetzt haben wir hier diverse Clips in der Timeline und wir sehen auch, dass unser Timing-Problem behoben ist. Das heißt also, hier läuft alles richtig. Warum? Ist klar, wir haben den kompletten Film gerendert und DaVinci hat nichts mehr zu interpretieren. Das heißt, was wir hier haben, ist immer auf jeden Fall 100% richtig. Wir sehen auch, dass wir hier die Blende haben. Die ist ja über die EDL gesetzt worden. Das ist jetzt quasi die Blendenfunktion von DaVinci. Dadurch haben wir jetzt den Vorteil, dass wenn wir beim Color Grading angekommen sind und wir graden diesen Clip und danach graden wir diesen Clip in irgendeinem anderen Look, dass DaVinci mit seiner eigenen Blende zwischen dem Color Grade aus dem Clip und dem Color Grade aus dem Clip überblendet, sodass wir quasi in der Blende nicht einen Sprung vom Grading her haben, sondern dass auch hier das Ganze nach wie vor butterweich ist. Das ist im Prinzip der Workflow, den wir hier bei HEFilms die meiste Zeit eigentlich für unsere Videoprojekte nutzen, denn wir arbeiten eigentlich auch so gut wie nie mit RAW-Daten. Für das, was wir machen, ist es im Prinzip meistens nicht notwendig. So, das soll es jetzt wirklich für heute gewesen sein. Ich weiß, wir haben extrem viele Informationen durchgeackert. Dafür wissen wir jetzt aber auch, wie wir ein neues Projekt anlegen, wie wir es konfigurieren, wie wir unser Footage in Resolve importieren können, wie wir Daten von Premiere an Resolve senden. Dafür sind wir jetzt startklar und können in der nächsten Episode uns angucken, wie wir in Resolve eigentlich unser Footage schneiden und bearbeiten können und wie wir unsere Audio-Tracks im Fairlight-Tab noch optimieren können. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Ich versuche dann so schnell wie möglich darauf zu antworten. Einen riesen Dank an unseren Sponsor Blackmagic Design für ihre tolle Unterstützung. Und solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, tut das gerne. Klickt den Subscribe-Button und klickt auch gerne dann die kleine Glocke daneben. Dann kriegt ihr gleich eine Nachricht, wenn wir die nächste Episode hochladen und dann könnt ihr gleich so weitermachen mit dem Tutorial. Von mir war es das für heute. Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann erstmal. Ciao.